Vor 4 Wochen haben wir unseren selbst ausgebauten Campervan in Hamburg abgegeben und er ging auf große Reise nach Uruguay. Um genauer zu sein, nach Montevideo. Jetzt ist die Zeit gekommen, um den Van endlich in Uruguay abzuholen. Servus zusammen. Moin. Wir sind gerade in Frankfurt am Flughafen, denn heute beginnt unsere große Reise. Wir fliegen gleich nach Uruguay. Ja, und es erwarten uns 24 Stunden Flug. Ja. Und wir sind auch jetzt schon sehr geredet, weil wir die Nacht kaum geschlafen haben. 4 Stunden müssen reichen. Ja, ich hoff's. Aber ich würde sagen, wir melden uns wieder aus Montevideo. Bis dahin. Wir sind endlich in Montevideo angekommen. Also hinter uns befinden sich schon die Backpacks, die sind auch zum Glück gut angekommen. Das weiß man ja nicht so ganz genau bei 3 Umstiegen. Ja, und die Reise hat auch noch länger gedauert als geplant, denn unser erster Stopp war in New York. Und unser Flug nach New York hatte so viel Verspätung, dass wir den Anschluss verpasst hatten. Also mussten wir nochmal 24 Stunden in New York verbringen. Wir hatten sogar ein ganz schönes Hotel da. Von New York sind wir dann nach Panama geflogen. Da war dann irgendwo ein Unwetter, weshalb der Weiterflug dann noch 5 Stunden Verspätung hatte. Aber dann konnten wir endlich ins Flugzeug einsteigen und nach Montevideo fliegen. Aber wir sind trotzdem so froh, dass wir jetzt hier sind. Jetzt muss nur noch der Van ankommen. Und dann können wir endlich mal unser Abenteuer starten. Genau, aber jetzt geht's erstmal ins Hotel pennen. Erstmal schlafen. Guten Morgen. Morgen. Wir waren gestern Abend nach dem Flug so müde, wir sind im Hotel einfach nur noch ins Bett gefallen und haben erstmal 14 Stunden am Stück durchgeschlafen. Und ich bin immer noch müde. Wie kann das sein? Wirklich? Ja, sowas nennt sich Jetlag. Wir haben heute noch einiges zu tun nach dem Frühstück, denn wir können heute vielleicht schon den Van abholen gehen. Das wäre so cool. Das wäre richtig geil. Cool. Aber davor müssen wir halt noch ein paar Sachen erledigen in der Stadt, um den Van abzuholen. Ja, und vor allem wollen wir uns die Stadt auch nochmal angucken. Ja, denn das Wetter scheint ja richtig mega zu sein heute. Ja, und die Stadt scheint auch richtig schön zu sein, also ich bin gespannt. Wir wollen uns mal die Stadt angucken, oder? Auf jeden Fall. Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Vuela paloma bien alto, mi vida, no dudes que siempre amanece, ya amanecerá. Paloma linda, paloma, paloma linda. Das hier sind übrigens Max und Merle. Wir haben sie in New York kennengelernt, denn sie hatten die gleiche Flugverbindung wie wir. Und ja, sie warten in Montevideo auch auf ihren Van. Cree en tu fuerza, paloma linda. Wir haben uns jetzt ein paar Empanadas gekauft. Ich bin gespannt. Die ist halt geil, Ich hab es auch gesagt. Nee, warte, lecker. Da ist auch irgendwie gefühlt nur Käse drin, oder? Ja. Trotzdem lecker. Tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Vuela paloma tan libre como la vida, no dudes que siempre amanece, ya amanecerá. Wir haben jetzt was gegessen, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal weiter Kaffee suchen. Unser Kaffee haben wir jetzt gefunden. Das wurde uns empfohlen, soll richtig gut sein, dann gehen wir jetzt mal rein.
sind gerade am Hafen von Montevideo, weil wir eigentlich unseren Van abholen wollten. Allerdings verzögert sich das jetzt. Ja, wir haben jetzt gar nicht damit gerechnet, dass das jetzt passieren kann, denn die Hafenarbeiter streiken und wir kommen an unseren Van jetzt nicht dran. Und wahrscheinlich müssen wir jetzt noch über eine Woche warten. Also wir müssen unser Hotel auf jeden Fall verlängern. Ja, müssen wir auf alle Fälle mal gucken, ob Aber- das überhaupt geht. Ja, aber trotzdem, ich denke mal, wir schauen jetzt einfach mal die Stadt an und jetzt haben wir jetzt ja genug Zeit dafür. Ja. Dadurch, dass wir jetzt doch noch ein paar Tage mehr auf den Van warten müssen, müssen wir leider nochmal das Hotel wechseln, weil das Zimmer ist leider schon anderweitig verbucht. Wir haben nur für 3 Tage gebucht und jetzt wird es doch mehr als eine Woche. Ja, aber wir haben schon ein anderes Hostel gefunden. Das ist auch nur ein paar Blocks weiter, was echt super ist. Da können wir zu Fuß hinlaufen. Aber zuerst müssen wir das ganze Kurs hier beseitigen. Das haben wir in 2 Tagen oder Ja. 3 Tagen hingekriegt. Naja, erstmal Stolze aufräumen, Leistung. oder? Ready! Mach schnell die Bauchflossen. Das sind 23 Kilo jetzt schon. Das ist ja echt heftig. Das muss es sein, Timo, oder? Ja. Ein bisschen kleiner als das alte, aber okay, oder? Knuffig. Hauptsache, wir haben ein Fenster, ein Bad, einen Schrank, ein Bett. Das will man mehr. Für eine weitere Woche, gell? Guten Morgen, wir sind gerade richtig gut ausgeschlafen und heute haben wir was ganz Besonderes vor. Wir wollen heute eine richtig lange Wanderung machen. Die ist, glaube ich, ungefähr 20 Kilometer lang. Aber ich würde mal sagen, bevor wir das machen, müssen wir uns erstmal stärken und Ja. dann gehen wir mal Gehen wir frühstücken. frühstücken. Hier gibt es sogar Kaffee beim Frühstück. My whole world has changed, baby, since you came around. So take a chance on us. Take a chance on us. Oh, my whole world is tainted. Bitte schön, Monsieur. Vielen Dank. Oh, schön warmer Kaffee. Auf geht's! Y esta canción está especialmente dedicada a todos los migrantes del mundo entero. Dejamos familia, barrio y el hogar. Se vino cuesta arriba y la vida volvió a empezar. Siempre esa fue la magia que nos echó a caminar. Un par de fotos y coraje, la memoria, el equipaje. Siempre, siempre atento, siguiendo cada movimiento. Siempre, siempre atento. Tengo una idea, tengo un invento. Die Hälfte von unserem Wanderweg ist jetzt rum ungefähr. Wir sind jetzt 3,5 Stunden unterwegs und sind jetzt hier an so einem Leuchtturm angekommen und machen hier gerade Mittag. Aber es war schon echt cool, so, weil die ganzen Leute sind so an der Straße so voll entspannt, machen Sport, voll gechillt. Ja, gerade an der Rampla vorne, die Küstenstraße. richtig Sehr, sehr schön. Cool, ja. Aber wir werden uns jetzt auf jeden Fall auf den Rückweg machen und wir werden noch ein paar Sachen hier anschauen, so ein paar Viertel, die wir noch nicht kennen. Ja. Weil die Architektur in Montevideo ist wirklich sehr beeindruckend. Auf und alle Fälle. ich hoffe, wir können ein paar coole Impressionen mitnehmen. Ja, ich bin auch gespannt.
Gracias. Cheers. Cheers. Lecker. Bis morgen. Tschüss. Heute ist es endlich soweit und wir können unseren Van abholen. Ja, das Auto und ist da. ich bin sehr gespannt. Es hat tatsächlich auch schon einen Tag Verzug, was uns extra $60 kostet, aber hey, wir kriegen ihn heute. Ja, ich hoffe jetzt nur, dass alles in Ordnung ist mit dem Auto. Oh ja, ich auch. Das ist jetzt unsere kleine Truppe und holen mit allen zusammen jetzt das Fahrzeug ab und sind wieder am Hafen. Hey! Da steht er, guck mal, da hinten. Da ist er. Und? Da Schlüssel? ist es. Sag mal. Ja, da ist er. Das gibt's doch nicht. Da wären in Uruguay. Wahnsinn. Das ist einfach so total unvorstellbar, dass wir den Van hier in Uruguay haben. Und ich hoffe ja, dass alles heile angekommen ist. Aber das seht ihr im nächsten Video. Wenn ihr unsere Reise mitverfolgen wollt, dann gebt uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal. Und wir haben ja gar nicht gesagt, was wir mit dem Van machen, ja? Ja. Die Panamerikaner. Genau. Ciao.